Hallöchen, willkommen zurück bei einer weiteren Folge The Outer Worlds. Wir sind immer noch auf Terra 2, also Monarch, und sind auf der Suche nach Ashs Kameraden, die irgendwo hier in der Nähe des Wasserfalls sein sollen. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier über die Brücke und dann schauen wir mal, ob wir die irgendwo finden. Da ist ein Fuß. Ich brauche auch dringend die Werkbank. I call this Rotting River, on account of all the dead things I've thrown in it over the years. It'll take you into the Devil's Peak Caverns if you follow it under the bridge. That's one option. Others the slope up. Okay, was? Radiofreies Monarch? Nyoka hat dir empfohlen, durch die Höhlen unterhalb des Devil's Peak nach oben zu steigen. Folge dem Rotting River zum Eingang. Du hast Fallbrook erreicht. Ja. Ich gehe ja auch noch nach Fallbrook und so weiter. Was auch immer dies da ist. Kurze Frage. Wie komme ich zu dem Wasserfall? Muss ich hier durchs Wasser durch? Okay, da geht's nach Cascadia, da nach vorne. Was ist da? Irgendwas ist wieder hier voraus. Da. I've been waiting for this. Who's next? Nobody? Well, that's what I thought. Die Mütter haben wir. Zum Geier. Ja, ich kann durchs Wasser, aber wir müssen irgendwo. Der wird nicht oben sein. Hä? What the fuck? Oh nein, bitte nicht hier oben lang. Sag mir nicht, dass es hier oben lang geht. Ich meine, es ist schön, dass wir das hier noch gefunden haben, aber hier ist tatsächlich eine Brücke, auf der Ebene. Das heißt, wir müssen nochmal zu dem verlassenen Unterschlupf und müssen dahinter lang, weil da vorne geht es nirgendwo rüber, beziehungsweise hoch. Also hier irgendwo ist ein Pfad mit einer kleinen steinernen Brücke sein? Was bist du da? Bist du eingezeichnet? Ne, du bist nicht eingezeichnet. Ich höre Wasser. Ah, hier ist es. Here we go. That's what you get.
We all in one piece? Jo, wir sind alle in einem Stück. Wir sind tatsächlich alle in einem Stück und wir haben dieses Lager hier gecleart. Natürlich haben sie wieder Wein hier rumliegen. Sowas aber auch. Alter, ich brauche eine Werkbank. Rüstung im Eimer, Waffen im Eimer. Ist hier oben noch irgendwas? Hier nie. Hier auch nicht. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Da müssen wir irgendwas knacken, aber wieso ging denn das jetzt nie? Ach, das ist wieder eine 100er. Ich habe nur 70 und brauche 100. Mittlerweile jetzt schon die zweite. Das zweite Mal Schloss knacken, was nicht geht. Auf Skiller haben wir ja auch noch eine. Wo wir ein Talent von 100 brauchen fürs Schloss knacken. Da war doch gerade was. Söldner. Oder war doch gerade was anderes. Nickt mir doch die Popatze. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Schläger. Mutterfleisch. Suppleitschläger. Das ist ja alles. Andere Schläger. Das ist ein Massengrab. Massengrab hier. Skelettierte Überreste. Die knöchernen Überreste zeigen die Zeichen eines Mantisaurus-Angriffs. Die Schädel wurden von mächtigen Kiefern geknackt und die Verätzungen etlicher Knochensplitter zeigen, dass sie einen Verdauungstrakt durchwandert haben. Im Dreck findest du ein kleines Kästchen, das zu Ashs Beschreibung passt. Sind wir hier in einem Mantisaurus-Nest? Mantisaurus-Fresskugel, ja. Mit allen möglichen, MSI, Möter und so weiter. Da steht doch was. Roboterwächter MK2. So, damit haben wir das, was für Ash bestimmt war. Wir haben noch Picket haben wir, die kleinen Andenken, tragische Trooper. Ist das auch hier irgendwo? Ach, das ist dann da. Nee, das ist mir tatsächlich gerade zu weit weg.
Nein, wir reisen nach Ember Heights. Ash kriegt seine Mission. Und dann können wir nach Stellar Bay und können Dingens seine Mission geben. Dem Sebastian, Mr. Pickett und so, ihr wisst schon. Da war ja was mit einer Manti-Königin. Großer Gott, wenn dieser Mond hier der erdähnlichste Planet ist, den die gefunden haben zum Kolonisieren. Oh, ich muss Waffen, ich muss reparieren. Ich muss dringend reparieren. Ganz ehrlich, 22% Rüstung, 58,99. Also, I ought to mention, the Iconoclasts are loyal folk. Treat them right, they'll do the same. Turn on them, they'll open fire without a second thought. okay. Reparieren. 32 Waffen und 11 Rüstungsteile. Ich muss ein paar Waffen zerlegen. Was haben wir denn? 50, 50, 44. Ja, los, komm her hier. Ich brauche Waffenteile. Ich darf bloß keine Spezialwaffen zerlegen. Muss ich aufpassen. Okay, haben wir. Die Musik ist gerade echt schön. This place wasn't half so pretty in the serials. Ach stimmt, der Menti, ja, der hat alle... Ich würde mal kurz gern mit dir handeln wollen. Hey, thanks again for helping out. Verkaufen. Ich würde gerne die hier alle verkaufen, tatsächlich. Was haben wir hier? Schwer. Ja, weg damit. Zweihand-Nahkampfwaffen plus 7. Schwer neuwertig. Naja. Fernkampfwaffenfertigkeiten plus 5. Er Erlös. Nice. Handfeuerwaffen plus 5. Ja, los, komm, was soll's. Verkaufen. Ich glaube nie, dass wir das brauchen. Das habe ich bestimmt aus Versehen mal aus dem Schrott, weil die Dinger landen sonst immer im Schrott. Oh, hier 29 mal 7 für die Manti-Panzer. Wir haben fast 30.000. Wir haben fast 30.000. Jetzt gibt mal Ash noch seine Quest ab. Oh, irgendwo hier hinten. Nicht hier? Ja, da ist er doch. If you got in your mind that I want company, you're wrong. Nothing on this moon for nobody. There's a lot of heartbreak. Okay, wie wär's mit noch einem Drink?
I won't decline it. So, you know about the ocean? It's where the monarchists keep their salt tuna. Ich habe ihn in Stellar Bay gesehen, wusste gar nicht, dass es ein Ozean ist. Goes all the way around the moon, at the twilight band. On one side, the volcanoes of the hot pole, on the other, the storm wall of the cold pole. Nobody knows how deep it is. Never needed to. The salt tuna keep near the surface. What's more interesting to me is the tides. Okay, wo kommen die Gezeiten her? Nobody's asked me that before. The way I hear it, it kind of wobbles back and forth. The ocean sloshes side to side as it does. On account of how big Olympus is, tides are monsters. When it's low, the ocean pulls back miles. When it's high, entire islands go under. It ain't so bad in the bay. Likely why they built a city here. But one morning I've gone a ways east. Tides are out, and off in the mud I see something catching sun. Wenn du jetzt versunkene Alien-Ruinen sagst, bin ich enttäuscht. I figured it must have been some corporate boat gone aground. Or maybe sunk by storm. Good salvage, right? Legit. Standing out there in the mud, miles from any place, is a circle of silver columns. 6 of them. About 2 stories tall. Seamless metal. While I'm standing there in the middle of them, my ears start pounding and I see shapeless things out of the corner of my eyes. Gray. Disappearing when I look straight at them. Ah, klingt nach Infraschall. Das lässt deine Trommelfelle und Augenäpfel vibrieren. What kind of gobbledygook you talking? Alls I know is I was scared half out of my brains. About then, while I'm cussing into the dark miles from shore, I realize there's another sound in the distance. A roaring off in the night. The tide's coming in. Ich will deine Story ja nicht ruinieren, aber ich glaube, du hast überlebt. Ach du Scheiße. That's exactly what I said at the time. It gets up to my chest before I start outpacing it. But I didn't stop running until I was on something real damn tall. The weirdest thing? I went back the next low tide. Flew out with an AG loader. The columns were gone. And I've never seen them since. Sicher, dass du an der gleichen Stelle gewesen bist? Sure as I can be. The moral is, the tides here will kill you if you ain't careful. So stay the fuck away from the water. Okay. Also bei dem kannst du hier mit 20 Bits immer wieder ein bisschen Erfahrung machen. Mal sehen, was er noch so oft drauf hat. I'm near out of stories. You'll have to enjoy this one. I told you before about the hot pole. The point of T of Monarch, closest to the gas giant. Okay. Ja, hast du. Und dann hattest du den Kältepol und einen Sturmwall erwähnt. Risiko ist hoch, heiß genug, Wasser kocht, Strahlung, Gipfel, Weltraumrang. Not the friendliest place. Don't need to explain why none of the companies bothered to settle there. The cold pole is the side that always faces away from Olympus. That's where most of the water is. Big sheets of ice. The warmest it gets is 40 below. So you got one end bitter cold and the other boiling hot. That's why there's constant wind. And why we have the storm wall. Du erwähnst immer wieder diesen Sturmwall. Worum geht's denn da dabei? Where the hot air from one end meets the frigid air from the other, you get storms. You go far enough towards the cold side, you'll see it. A wall of ice cliffs. Giant sheets cracking off into the sea. And overhead storm clouds, thick and rolling. Snow and ice on gale force winds. Klingt immer noch besser, als lebendig gekocht zu werden. You can't go either place without a suit. Tell you though, after a few days of sweating, you'll feel cleaner than you ever have. I was a stubborn cuss. I trudged through the storm wall. Had to do it in one go. If you stop for half an hour, you get buried. It was night when I made it through. 90 below and falling. Perfect dark, stars by the million. Forgot to breathe. Klingt beeindruckend. It was, but that's not why I almost died. It was cold enough that CO2 froze out of the air. CO2 is what makes our brains go,
You need to breathe. So I was standing there, head going all swimmy because I wasn't feeling no urge to breathe. Ah, gut, dass du nicht ohnmächtig geworden bist. Dann wärst du tot. Yeah. Unconscious, asleep. Well, your body's got no urge to breathe on its own here. You're gonna die. People can live all sorts of places and survive all kinds of things. Too cold to want to breathe would be a mighty strange death. Ich habe Lennons Leiche gefunden. You know, a tiny part, a damn stupid part of me hoped he was still out there. What happened? Sie haben sich ein Ticket von dem Planeten runtergekauft und wurden angegriffen, als sie darauf gewartet haben, dass man sie abholt. Damn. Well, you find our box of memories? Tja, die Sache ist die, ich habe eine Mitgliederliste auf dem Außenposten gefunden und du stehst da nicht drauf. Well, ain't you clever? Fine. I was supposed to pick him up that night. Thing is, another offer came along. Bit more lucrative. Du hast sie im Stich gelassen. Die sind da draußen gestorben, Mann. And their payment almost died with them. Thanks to you, I can afford another round. Cheers, hero. Look, I like your gumption. I was gonna share the bits, but here's a couple extra. Now go on. Even old Mantis passed. Okay, ich verschwinde. Uiuiuiui. Hat mir das wenigstens ein bisschen aufgebracht? Bisschen wenigstens. Ah, 18. 60. Gucken wir mal. Carré, Rayon, Stellar Bay. Wir müssen ja noch diese ganzen Federn, die habe ich überall gesehen, die lagen überall rum bei den Nestern. Wir müssen ja noch zu Sebastian die Sache abgeben. So, Sebastian, wo bist du? Du standst irgendwo hier, da stehst du. So, Nyoka, what's the ugliest thing you ever killed? Oh, I still have nightmares about this one. Fiercest, most foul creature I've ever faced. Just shy of 7 feet tall. Breath like a sulfur pool. A little slow, strong as a mountain. If I recall, his name was George, Gregory, I don't know. Some G name. He and a band of pirates tried to ambush me and mine on the trail once. Okay, alles klar. Wait, you're talking about a person? You look like a man who's looking for some mostly fresh animal parts? Sebastian, you ever get your hands on those pheromone sacks? Manipillars ain't gonna hunt themselves, you know. I must have hunted a dozen, but I couldn't find a single sack on any of them. Must be looking in the wrong place. Manipillars ain't got pheromone sacks. I just told him that so he'd stop asking me for advice. At least I'm getting a good haul of claws in the process. You're in good hands, traveling with Monarch's top merc. Still, if you want any rat glands or manticlaws, I've got you covered. Ich habe Mr. Picketts Tagebuch gefunden. He'll probably be wanting it back. You see any sign of him? Ich habe das Tagebuch in einer toten Mantikönigin gefunden. Funny place to leave a journal. But what about Mr. Pickett? Wer weiß, so wie ich die Sache sehe, ist ein ziemlich schlüpfriger Typ. Oder? Ist er das?
Ich weiß es halt nicht. Mensch, Mr. Pickett. Lebt er noch? Ist er tot? Mysteries of the universe, I guess. So this journal is all he left behind? Seems like I ought to read it. Looks mighty long, though. Sieh's mal so. Er hat seine Mönchkönigin gefunden. Huh. That's a fine way of putting it. In any case, I appreciate you tracking down Mr. Pickett for me. Here's some bits for your trouble. Okay, lassen Sie über was anderes reden. Like what? Ja, vielleicht ein andermal. Wir haben ein bisschen mehr MSI-Ruf. 69% sind uns freundlich gesinnt. Auf 80 müssen wir sie kriegen. Schauen wir mal, wie wir das noch hinkriegen. Haben wir eigentlich irgendwas verkackt? Ne, verbockt haben wir noch nichts. Jo, wir haben es gegeben. Mal gucken. So. Wir haben die tragischen Trooper, wir haben den leeren Mann, wir gehen nach Fallbrook als nächstes. Wir gehen als nächstes nach Fallbrook und dann gucken wir mal, weil da haben wir ja auch noch Sublight und sowas in der Richtung. Für heute soll es das aber gewesen sein. Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen, damit ihr nichts verpasst. Drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Bis dahin, Schaum V. Der Vetas.